Willkommen bei Deutsch Doppel. Heute reden wir über Spaziergänge im Frühling, das Wetter, die Natur und wie sie unsere Gefühle ändern. Abonniert uns und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Der Frühling ist eine besondere Jahreszeit, oder? Viele Leute gehen dann gerne spazieren. Aber warum eigentlich? Was macht Spaziergänge im Frühling so beliebt? Ich denke, ein Grund ist das Wetter. Nach einem langen Winter freuen sich viele auf die ersten warmen Tage. Die Sonne scheint öfter und die Temperaturen sind angenehm. Da möchte man einfach rausgehen und die frische Luft genießen. Genau. Und die Natur verändert sich auch. Alles fängt an zu blühen, die Bäume bekommen neue Blätter und die Blumen zeigen ihre Farben. Das macht die Spaziergänge sehr schön und interessant. Ja, die Farben und Düfte des Frühlings sind wirklich etwas Besonderes. Es macht Spaß, all diese Veränderungen zu beobachten. Man fühlt sich lebendig und voller Energie. Außerdem ist es oft heller, die Tage werden länger und es bleibt abends länger hell. Das gibt uns mehr Zeit, um draußen zu sein und die Natur zu erleben. Stimmt, es ist schön, nach der Arbeit oder Schule noch spazieren zu gehen. Man kann den Tag entspannt ausklingen lassen und vielleicht sogar den Sonnenuntergang sehen. Spaziergänge im Frühling sind auch gut für die Gesundheit. Bewegung an der frischen Luft stärkt das Immunsystem. Das ist besonders wichtig nach den Wintermonaten, wenn wir oft drinnen waren. Und man fühlt sich einfach besser. Ein Spaziergang kann helfen, Stress abzubauen und den Kopf frei zu bekommen. Man kann nachdenken oder einfach die Ruhe genießen. Dazu kommt, dass man beim Spazierengehen oft neue Dinge entdeckt. Vielleicht sieht man Tiere wie Vögel oder Eichhörnchen, die im Frühling aktiver sind. Ja, die Tierwelt erwacht ebenfalls. Das Gezwitscher der Vögel ist im Frühling besonders schön. Es ist fast wie ein kleines Konzert in der Natur. Viele Menschen nutzen Spaziergänge auch, um Zeit mit Freunden oder der Familie zu verbringen. Es ist eine entspannte Art, zusammen zu sein und sich zu unterhalten. Das stimmt. Man kann gemeinsam die Natur genießen und vielleicht auch neue Wege entdecken. Es ist eine schöne Gelegenheit, sich näher zu kommen und zusammen etwas zu erleben. Ein weiterer Grund könnte auch die Frühlingsgefühle sein. Viele Menschen fühlen sich im Frühling verliebt oder glücklicher. Das macht die Spaziergänge noch schöner. Ja, der Frühling hat eine besondere Wirkung auf die Stimmung. Man ist oft motivierter und positiver gestimmt. Das merkt man auch beim Spazierengehen. Und es gibt so viele verschiedene Orte, die man im Frühling besuchen kann. Parks, Wälder oder Wiesen. Überall gibt es etwas zu entdecken. Genau, die Vielfalt der Natur lädt dazu ein, immer wieder neue Spaziergänge zu machen. Man kann die Umgebung erkunden und sich an der frischen Luft bewegen. Auch wenn es manchmal regnet, gehört das zum Frühling dazu. Ein Spaziergang im Regen kann auch schön sein, wenn man die richtige Kleidung trägt. Ja, der Regen bringt frische Luft und lässt die Natur noch mehr erstrahlen. Danach riecht alles so herrlich frisch und sauber. All diese Gründe machen Spaziergänge im Frühling so beliebt. Es ist eine Zeit, in der man die Natur intensiv erleben kann und sich gleichzeitig selbst etwas Gutes tut. Und das Beste ist, dass man keine besondere Ausrüstung oder Vorbereitung braucht. Ein paar bequeme Schuhe reichen aus, um loszulegen und den Frühling zu genießen.
Wenn wir über das Wetter im Frühling sprechen, denken viele zuerst an die Sonne und die angenehmen Temperaturen. Aber manchmal gibt es auch noch kühle Tage oder Regen. Wie beeinflusst das unsere Spaziergänge? Das Wetter spielt eine große Rolle. Sonnige Tage ziehen uns nach draußen, aber auch ein leichter Regen kann reizvoll sein. Mit einem Regenschirm oder einer Regenjacke kann ein Spaziergang im Regen sehr erfrischend sein. Genau. Und die frische Luft ist besonders im Frühling angenehm. Nach dem Regen fühlt sich die Luft oft klar und sauber an. Das verstärkt das Gefühl, tief durchatmen zu können. Die Luft im Frühling hat auch diesen besonderen Duft. Es riecht nach Blüten und frischem Gras. Das ist ein großer Unterschied zu der trockenen Luft im Winter. Und die Natur verändert sich ständig. Jeden Tag kann man neue Blüten oder Pflanzen entdecken. Das bringt Abwechslung in unsere Spaziergänge und macht sie interessanter. Im Frühling erwacht die Natur wirklich zum Leben. Die Tiere werden aktiver und man sieht oft Insekten, die im Winter nicht zu sehen waren. Das ist spannend zu beobachten. Viele Menschen finden es beruhigend, sich in der Natur aufzuhalten. Das sanfte Rauschen der Blätter oder das Zwitschern der Vögel kann sehr entspannend sein. Ja, das stimmt. Die Geräusche der Natur sind wie Musik für die Seele. Sie helfen, den Stress des Alltags zu vergessen und einfach den Moment zu genießen. Interessant ist auch, wie die Natur uns inspiriert. Manchmal bekommt man beim Spazierengehen neue Ideen oder fühlt sich kreativer. Das kann auch an der frischen Luft liegen. Frische Luft ist definitiv wichtig. Sie gibt uns Energie und hilft, den Kopf frei zu bekommen. Besonders nach einem langen Tag ist ein Spaziergang eine gute Möglichkeit, abzuschalten. Und wenn man in der Natur unterwegs ist, bewegt man sich automatisch mehr. Das tut dem Körper gut und ist eine einfache Art, fit zu bleiben. Richtig, Bewegung an der frischen Luft stärkt das Herz-Kreislauf-System und die Muskeln. Und man muss sich nicht anstrengen, um die positiven Effekte zu spüren. Ein weiterer Vorteil von Spaziergängen ist, dass sie uns helfen, die Jahreszeiten besser wahrzunehmen. Man sieht, wie sich die Natur von Monat zu Monat verändert. Absolut. Die Natur zeigt uns, wie lebendig und vielfältig sie ist. Im Frühling gibt es immer wieder Neues zu entdecken, was die Spaziergänge spannend macht. Und wenn wir über das Wetter sprechen, dürfen wir den Wind nicht vergessen. Eine leichte Brise kann sehr angenehm sein und die Luft erfrischend kühl halten. Ja, der Wind bringt Bewegung in die Luft. Er kann die Wolken vertreiben und die Sonne hervorbringen, was das Wetter schnell verändert. Der Himmel ist im Frühling oft voller Wolken, aber das macht ihn nur interessanter. Die Wolken bilden manchmal schöne Formen und Muster. Und wenn die Sonne durch die Wolken bricht, entstehen beeindruckende Lichtspiele. Das ist wie ein kleines Schauspiel am Himmel, das man beobachten kann. All diese Dinge machen Spaziergänge im Frühling zu einem besonderen Erlebnis. Es ist eine Zeit, in der man die Natur mit allen Sinnen genießen kann. Und es zeigt, dass das Wetter nicht immer perfekt sein muss, um einen schönen Spaziergang zu haben. Jede Wetterlage hat ihren eigenen Reiz. Welche Art von Wetter mögt ihr am liebsten für einen Spaziergang im Frühling? Der Frühling weckt viele verschiedene Gefühle in uns. Wenn die Tage länger und heller werden, fühlen wir uns oft glücklicher und energievoller. Es ist, als ob die Sonne uns neue Kraft gibt. Ja, das stimmt. Viele Menschen spüren im Frühling eine gewisse Leichtigkeit.
Die wärmeren Temperaturen und das Erwachen der Natur machen uns oft optimistischer. Es ist eine Zeit des Neubeginns. Durch das Erwachen der Natur fühlen wir uns auch oft motiviert, neue Dinge auszuprobieren oder Projekte zu starten. Der Frühling bringt eine Art Aufbruchsstimmung mit sich. Und nicht zu vergessen ist die Freude, die wir empfinden, wenn wir nach einem langen Winter endlich wieder draußen sein können. Die Natur lädt uns ein, sie zu entdecken und die frische Luft zu genießen. Diese Freude kann auch mit einem Gefühl von Ruhe und Frieden verbunden sein. Wenn wir in der Natur spazieren gehen, können wir unseren Alltag vergessen und einfach im Moment leben. Genau, diese Momente der Ruhe helfen uns, Stress abzubauen. Die Natur hat eine beruhigende Wirkung, die wir besonders im Frühling stark wahrnehmen. Ein weiteres Gefühl, das der Frühling weckt, ist die Neugier. Wir wollen sehen, welche Blumen blühen und welche Vögel zurückkehren. Diese Veränderungen machen jeden Spaziergang spannend. Und es gibt auch eine gewisse Romantik im Frühling. Die blühenden Bäume und der Duft der Blumen schaffen eine besondere Atmosphäre. Viele Menschen fühlen sich in dieser Zeit romantischer. Der Frühling kann auch ein Gefühl der Dankbarkeit in uns wecken. Wir schätzen die kleinen Dinge mehr, wie die warmen Sonnenstrahlen oder das Zwitschern der Vögel. Ja, diese kleinen Freuden erinnern uns daran, wie schön das Leben sein kann. Sie helfen uns, die positiven Aspekte unseres Alltags zu sehen und zu genießen. Der Frühling bringt auch ein Gefühl der Verbundenheit mit der Natur. Wir spüren, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind, und das kann sehr erfüllend sein. Und diese Verbundenheit kann uns helfen, mehr auf uns selbst zu achten. Wir nehmen uns vielleicht mehr Zeit für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Interessant ist auch, dass der Frühling oft ein Gefühl der Hoffnung weckt. Die Natur zeigt uns, dass nach jedem Winter ein Frühling kommt, was uns Mut macht. Hoffnung ist wirklich ein starkes Gefühl im Frühling. Wir sehen, dass das Leben weitergeht und dass es immer wieder neue Möglichkeiten gibt. All diese Gefühle, Freude, Ruhe, Neugier, Romantik, Dankbarkeit, Verbundenheit und Hoffnung machen den Frühling zu einer besonderen Jahreszeit. Ja, und jeder kann diese Gefühle auf seine eigene Weise erleben. Einige Menschen mögen die Ruhe, andere die Energie und wieder andere die Schönheit der Natur. Das Schöne ist, dass der Frühling für jeden etwas bietet, egal ob man die Natur erkundet, sich entspannt oder einfach die frische Luft genießt, es gibt viele Möglichkeiten, diese Jahreszeit zu erleben. Und genau das macht den Frühling so einzigartig. Er lädt uns ein, unsere Umgebung mit neuen Augen zu sehen und die vielen Facetten der Natur zu entdecken. Es ist auch eine gute Zeit, um gemeinsam mit anderen Menschen draußen Zeit zu verbringen. Gemeinsam die Natur zu erleben, kann die sozialen Beziehungen stärken. Absolut. Gemeinsame Erlebnisse im Freien schaffen schöne Erinnerungen und können die Verbindung zueinander vertiefen. Der Frühling zeigt uns, dass wir die Welt um uns herum mit anderen teilen können und dass wir als Gemeinschaft wachsen können. Welche Aktivitäten im Frühling machen euch besonders viel Freude und warum? Beim Spazierengehen im Frühling gibt es so viele schöne Dinge zu besprechen. Ein beliebtes Thema ist das Wetter. Man könnte sagen, heute ist es richtig warm und sonnig, perfekt für einen Spaziergang. Ja, und wenn es mal regnet, hört man oft, der Regen tut der Natur gut. Alles wird so schön grün.
Das zeigt, dass selbst Regen positiv gesehen werden kann. Auch die Veränderungen in der Natur sind ein tolles Gesprächsthema. Man könnte sagen, schau mal, wie die Blumen blühen. Die Farben sind wirklich schön. Absolut. Oder wenn man Vögel sieht, könnte man anmerken, ich habe noch nie so viele Vögel zwitschern gehört. Es ist wirklich lebendig. Wenn man über Gefühle spricht, passt der Satz, ich fühle mich so glücklich und entspannt in der Natur. Das beschreibt die beruhigende Wirkung der Umgebung. Und wenn man mit jemandem unterwegs ist, kann man sagen, es ist schön, diesen Spaziergang mit dir zu machen. Das drückt Verbundenheit aus. Manchmal bietet ein Spaziergang auch die Möglichkeit, neue Pläne zu schmieden. Man könnte sagen, lass uns überlegen, was wir nächste Woche unternehmen wollen. Das stimmt. Und wenn man über die Zukunft nachdenkt, ist ich freue mich auf die kommenden Wochen ein positiver Satz, der Hoffnung ausdrückt. Beim Betrachten der Umgebung kann man auch sagen, die Natur ist wirklich beeindruckend. Man vergisst oft, wie schön sie ist. Wenn man sich besonders inspiriert fühlt, könnte man sagen, ich bekomme hier so viele neue Ideen. Das zeigt, wie anregend die Natur sein kann. Ein anderer Satz könnte sein, ich bin dankbar für diese ruhigen Momente. Das unterstreicht, wie wichtig Entspannung ist. Und wenn man über den Alltag spricht, wäre es tut gut, eine Pause vom Stress zu haben, passend. Das Spazierengehen bietet eine wertvolle Auszeit. Manchmal regen Spaziergänge auch an, über die Gesundheit zu sprechen. Ein Satz könnte sein, es tut meinem Körper gut, sich zu bewegen. Und wenn man über frühere Spaziergänge spricht, wäre, erinnerst du dich an unseren letzten Spaziergang, ein guter Einstieg, um Erinnerungen zu teilen. Beim Anblick von Bäumen könnte man sagen, die Bäume sehen so lebendig aus. Das zeigt die Kraft der Natur im Frühling. Wenn man über die Tageszeit spricht, könnte man sagen, der Abend ist so friedlich. Das zeigt, wie die Stimmung sich mit der Tageszeit verändert. Ein weiterer schöner Gedanke ist, ich liebe den Duft der Blumen. Das spricht die Sinne an und beschreibt den Frühling gut. Wenn man Pläne für den nächsten Spaziergang machen möchte, könnte man sagen, lass uns bald wieder spazieren gehen. Das zeigt Vorfreude. Und wenn man den Tag genießt, passt, heute ist ein wirklich schöner Tag. Das fasst die positiven Erlebnisse zusammen. Ein letzter Satz könnte sein, ich schätze diese Zeit draußen sehr. Das zeigt Wertschätzung für die Natur und die Gesellschaft. Es gibt so viele einfache Sätze, die Gespräche beim Spazierengehen im Frühling bereichern können. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt etwas gelernt. Schreibt uns in die Kommentare, welcher Satz euch am besten gefallen hat. Ja, das wäre super. Vergesst nicht, uns zu liken, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Der Frühling. Der Frühling weckt viele verschiedene Gefühle in uns. Im Frühling spüren wir oft eine gewisse Leichtigkeit. Die Natur lädt uns ein, sie zu entdecken. Das Erwachen der Natur macht uns oft optimistischer. Der Spaziergang. Es ist schön, diesen Spaziergang mit dir zu machen. Ein Spaziergang bietet eine wertvolle Auszeit vom Stress. Die Verbundenheit. Das Spazierengehen drückt eine Verbundenheit aus. Der Frühling bringt ein Gefühl der Verbundenheit mit sich.